Ging bestimmt damals ordentlich die Luzi. Schön gemütlich hinsetzen und sein Käffchen genießen oder sein Bierchen. Und hier haben extra die Köche was für uns gekocht. Sie wussten, dass wir heute kommen. Hallo liebe Freunde, einen wunderschönen und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir hier in einem alten verlassenen Hotel. Es waren schon sehr viele hier, das sieht man auch. Das Hotel ist seit Anfang 2018 geschlossen, soweit ich weiß. Es sollte abgerissen werden und Häuser hier drauf entstehen. Aber irgendwann hat sich dagegen entschieden. Und was das Ganze gibt, seht ihr jetzt. Viel Spaß! Ja, anfangen tun wir hier in der Garderobe. Hier sind noch Menükarten, alte. Die Tagessuppe 3 Euro gekostet. Und das Käseomelett 8,50, gebackenes Rührenkäse, Toast und Butter. Aperitifs, Longdrinks, alles gab's hier. Leckerei vom Federvieh. Ja, es war mal ein sehr schönes Hotel. Aber die Besitzer haben es aufgegeben. Wahrscheinlich, weil es sich nicht mehr rentiert hat. Gelegen ist es auch sehr gut. Die Gegend hier ist sehr schön, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Küche. Hier ist noch ein alter Powersaver-Ofen. Vom Kessel. Aufgehen. Das Hotel ist so groß, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Echt nicht. Keine Ahnung. Machen wir erstmal hier weiter, bevor wir in den Keller da unten gehen. Hier ist wohl Lager gewesen. Eine alte Küchenwaage. Und hier sind die Kühlkammern, wo dann das Obst oder die ganzen Lebensmittel drin gelagert wurden. Klimaanlage ist noch alles da. Und alte Obstkisten. Hier, so wie es aussieht, waren die Getränke gelagert. Da steht noch ein Schild mit Weißwein. Hier schon wohl die Fässer vom Bier oder irgendwas anderes zum Zapfen. Kann auch die Cola gewesen sein oder irgendwas in dieser Art. Was haben wir hier hinter? Wie gesagt, Klo mit Waschbecken. Ist sogar noch nicht kaputt gemacht worden. Obwohl diese Location schon ein bisschen bekannter ist. Was haben wir hier? Das ist ein Podest. Konnte man da oben sitzen oder? Hier ging es mal nach oben. Ist aber sogar zu betoniert. Das ist der Anschlussraum. Sicherungen sind noch alle da. Schon ordentlich was durchgegangen hier. So wie die Dicke der Kabel ist. Also schon ein großer Querschnitt. So, hier ist jetzt etwas dunkel. Fuck, habe ich mir das schon. Hier ist eine Lampe. Und da auf dem Boden bewegt sich was. Wenn man gegen das Ding da oben leuchtet. Ist mir gerade was fast in die Hose gekommen. Wie das aussieht, sind das hier die Klos. Ja. Braucht man glaube ich nicht im Einzelnen drauf eingehen. Einfach nur Klos. So, dann gehen wir in den nächsten Raum. Gucken, was es hier Spannendes gibt. Schon schön gemacht hier. Muss man sagen. Das ist auch ein ziemlich großer Saal. Könnte man bestimmt ordentlich frühstücken und sonst irgendwelche Sachen zu sich nehmen. Ja, der Vorwerkstaubsauger, der war bestimmt damals richtig teuer. Kann mir gut vorstellen, wie der Vertreter dann hier. Ich glaube, zu der Hochzeit ist er nicht gekommen. Altes Geschirr liegt hier auf dem Boden verteilt. Alten Krombacher Biergläser auch schon aufgestellt. Im Raum. Nur ein altes Mischpult. Von Dynacard. MP6030. Ging bestimmt damals ordentlich die Luzi. Brotschneide oder Wurstschneidemaschine. Becherhalter von WLF oder Tassenhalter. Und hier die Theke. Konnte man sich hier schön ordentlich, schön gemütlich hinsetzen und sein Käffchen genießen oder sein Bierchen. Ja,
hier sind wir in der Küche. Erstaunlich viele Geräte noch vorhanden hier. Und ich rieche schon ein bisschen altes Fett. Kühlschrank, Eistruhen, Eis drin wahrscheinlich. Ja, alles Edelstahl. Was hat man alles schön, was das alles mal gekostet hat? War bestimmt nicht billig. Ja, warum sind wir stehen geblieben? Wir haben hier eine Checkliste für Küchen. Checkliste für Küche. Alle Arbeitsflächen sauber machen, alle Lebensmittel abdecken und so weiter. Samenspender säubern. Das ist der ganze Ordner voller Checkliste. Hier haben wir extra die Köche was für uns gekocht. Sie wussten, dass wir heute kommen. Und einmal eine geile. Ich muss mich gerade zusammenreißen. So, jetzt geht's wieder. Ja, hier haben wir so eine Suppenkochbild. Kann man dann hier so runterkippen das Ganze und dann auf das Geschirr raus. Hier ist wohl noch, ja, hier haben wir eine Tür hinter. Wahrscheinlich auch zu einem Kühlraum, die wurde dann aber zugemacht. Und natürlich der Schuh, der geht auf jeden Fall hin. Hier nochmal Spülmaschinen, Zapfanlagen, Spülbecken. Und die Uhr ist um 6:30 stehen geblieben. Ja, also schon ziemlich groß hier. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes anfangen soll. Gucken wir mal hier in den Bereich hinter der Küche. Ist wieder so ein Kühlraum. Oder auch nicht? Doch, hier war mal ein Kühlraum mit Kaffeemaschine. Hier kommt die Angestellte den Kaffee trinken. Und wieder viel Zapfen. Ja, und der Garderobe. Wir bringen noch meine alten Sachen, meine Klamotten von irgendwen, der hier gearbeitet hat. Und die ganzen Anschlüsse. So, jetzt noch ein Empfang durchs Aushaut. Hoteleingang, ja. Sind noch hier eine Unterlagen und Telefonbücher. Und der Sessel oder der Stuhl sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt hast du mal hier die Rezeptionistin und hat die Gäste empfangen. Gucken wir mal direkt weiter. Wahrscheinlich ein Gästeklo. Ja, das ist ein Gästeklo. Gucken wir hier. Okay. Oder hier könnte man dann die Jacken aufhängen. Schauen wir mal hier weiter. Das ist wahrscheinlich auch noch ein kleiner Abstellraum gewesen, ja. Und hier auch. Das ist auch nichts Interessantes. Flyer liegen hier überall rum. Das zeige ich jetzt aber nicht explizit, denn sonst würde man sehen, um was für eine Location es sich hier handelt. Ja, hier ist Chill Lounge, ich weiß nicht. Da konnte man schön sitzen. Und dort war der Kamin. Wenn schön das Kaminfeuer an war, konnte man sich hier auch schön zu einem Bierchen oder einem Wein zusammengesellen und den Abend schön ausklingen lassen. Schauen wir mal in den nächsten Raum. Ja, hier geht's zu den Toiletten. Keller. Sehr schön, sehr schön. Hier geht's nach oben, da kommen wir gleich mal. Gehen wir mal da hier direkt. Hier stand auch mal eine schöne Theke. Ja. Die ist aber weg. Hier ist ein ziemlicher Durchzug, denn das Fenster ist kaputtgeschlagen worden. Warum man das machen muss, weiß ich nicht. Und Licht ist es ja auch schon. Wie man hier sehen kann. Tropft's von dort. Weiter gucken. In den nächsten Raum ein kleiner Saal oder ich kann sagen Raum mit einem schönen Klavier. Funktioniert schon aber.
Das wäre wieder was für Arthur. Hier könnte der Arthur seine künstlerische Ader wieder freien Lauf lassen an dem Klavier. Schade, dass er auch nicht dabei ist. Ist halt also. So, dann steigen wir jetzt mal über die Tür hier. Und hierher. Hier ist ein schöner Keller. Hier ist noch Liebe. Alter Handtuchhalter. Gelagert und Kette. Dünger. Sogar noch kein Feuer. Aber kann man wahrscheinlich nicht mehr benutzen. Hier sind wir auch wieder in so einem Abstellraum. Oh, hier hat einer schon vorgesorgt. Anti-Graffiti-Spray. Alte Satellitenreceiver. Gibt's auch hier. Fliesen, falls noch welche kaputt gegangen sind, alles im Vorrat natürlich da. Der Eiskaffee hat mal 3,20 gekostet. Und Heizöllagerraum. Und hier ist der Öltank. Baujahr 1965 steht auf dem Schild drauf. Oh, schöner Fackelständer. War bestimmt mal schön draußen gestanden. So, oh, hier ist die Waschanlage oder der Waschraum des Hotels gewesen. Hier liegen noch alte Tischdecken und alles rum, Bettwäsche. Und hier haben wir die gute alte Waschmaschine von Miele, die Industriewaschanlage. Weiter in dem nächsten Raum. Hier sind auch noch ein paar Tischdecken oder Platzdecken. Und in der Kiste sind alte Kaffeekannen und ein bisschen Teppichschaum. Ja, hier sind Platzdecken. Also das war die Wäscherei. Hier ist auch noch ein Kühlraum. Ja, wurde aber nicht zum Kühlen benutzt, sondern auch als Lagerfläche. Und hier Bilder. Schick, schick. Eigentlich nicht. So, schauen wir mal weiter hier. In den Katakomben dieses Hotels. Ja, ist auch nur Lagerraum, aber ist nichts Interessantes da. Jetzt Toiletten. Auch wieder Toiletten. Aber auch. Oh, vergoldete Hähne sogar. Ja. Waschbecken mit dem Augenroller so können das Schimmel, glaube ich. Ja? Das ist alles Schimmel. Schwarzen Punkte. So, was haben wir hier? Ich glaube, das ist der Ausgang. Das war, glaube ich, der Ausgang. Das ist auch nochmal Klo. Nichts Spannendes. Ja, dann sind wir in dem Keller durch und gehen wieder nach oben. Und begeben uns eine Etage höher. Jetzt müssen wir vorsichtig sein, nicht, dass wir hier gesehen werden. Hier haben wir wahrscheinlich die Einzimmer. Ja. Oh, das ist aber ganz schick und modern eigentlich. Das war, glaube ich, die. Sieht aus wie die Privatwohnung von denen, denen das hier gehört hat. Sieht nicht aus wie ein Hotelzimmer. Das ist auch mal ein schönes Badezimmer. Also. Und ein Pumpenraum. Das Badezimmer ist aber echt eine schicke Dusche, muss ich klar sagen. Und dann gibt es hier Fliesen, den wundert's. Auch nur ein kleines Abstellraum. Kleiner Abstellraum. An dieser Stelle auch natürlich schöne Grüße an das Team MPKM, auch Urbexer. Machen aber mehr Fotos und nicht so Vlog-Aufnahmen. Und die grüße ich an dieser Stelle mit und verlinke die unten in meinem Video. Könnt ihr mal vorbeischauen. Ziemlich kleiner Raum zum Schlafen, aber wer es mag. So, hier ist wohl das Wohnzimmer gewesen. Und diese Jalousien hier waren auch nicht gerade günstig. Also schick eingerichtet, muss man da sagen. Das ist die Couch, okay. Die ist nicht so schön. Hat wohl einer irgendwas gesucht und nicht gefunden, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war hier mal die Küche.
wie man hier sehen kann. Aber ist jetzt auch nicht die teuerste Küche, so wie es ausschaut. Und hier ist auch wieder nur Abstellräume gewesen und ein Lüfter. Das Ding ist echt schon riesig, muss ich sagen. Also, hier hat einer die, muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, die Wanne hochgestellt. Oh, war auch schöner. Eine schöne Badewanne hier. Schöne Fliesen auch noch. So, manches sieht nicht so aus, als wäre es teuer gewesen, und das andere sieht dann wieder umso teurer aus. Ja. Ich schätze mal, das war die Wohnung von den Besitzern, beziehungsweise die das hier geleitet haben. Ja, dann gehen wir wieder eine Etage weiter nach oben. Jetzt sind wir da angekommen, wo wir angefangen haben, und wir sind eigentlich, würde ich sagen, durch mit dem Hotel. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Lasst gerne einen Daumen da oder auch ein Abo. Freue ich mich immer riesig drüber, wenn ich einen mehr sehe schon. Wirklich. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleibt stabil.